Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ist Ihnen das auch schon mal geschehen, dass Sie auf eine Person getroffen sind, die Ihnen mitteilte: Hör zu, ich sah heute eine Hunderasse. In die habe ich mich verliebt. Der Hund war wunderschön. Leider ist meine Wohnung zu klein. Der Hund war zu groß. Schade, dass es den nicht in klein gibt. Ich habe da eine gute Nachricht für Sie. Oftmals ist das so. Es gibt kleine Alternativen zu großen Hunderassen. Kleine Abbilder größerer Hunderassen. Oftmals Zwillinge, manchmal nur kleinere Vertreter, die der großen Hunderasse sehr ähnlich sind. Doch hier muss man sich auch im Klaren sein, dass da oftmals oder meistens ein völlig anderes Charakterbild vorherrscht. Ja? Wenn Sie aber ein Mensch sind, der bereit ist für einen Hund, das Umfeld passt, Sie haben das Wissen und die Leidenschaft, wissen, Sie können einem Hund ein glückliches Leben bieten. Doch Ihr Wohnraum ist zu beschränkt. Sie haben eine kleinere Wohnung. Heißt das noch lange nicht, dass Sie keinen Hund halten können, der ähnlich aussieht wie diese Hunderasse, in die Sie sich verguckt haben. Ich weiß, es gibt da draußen sehr viele Menschen, die mit diesem Problem zu kämpfen haben. Und Thema Hundehaltung in der Wohnung, der eine oder andere von Ihnen wird meine Einstellung dazu kennen. Alle meine Hunde, inklusive meines vierten jetzt, den Vito, die lebten oder leben in einer Wohnung. Und ich traue mir zu behaupten, dass alle meine Hunde, inklusive meiner, glücklich waren und glücklich sind in ihrem Leben. Ich gebe mir Mühe, ich gab mir Mühe. Schauen Sie, es gibt zwar für mich Ausnahmen, das sind die Riesenrassen, sprechen wir von Irish Wolfhound und Deutsche Dogge und so weiter, Bernardiner Mastiff, wo ich sage, ja, eine kleine Wohnung käme hier absolut nicht in Frage. Das geht sich nicht aus, ja. Auch Herdenschutzhunderassen sind Vertreter der Hunderassen, wo ich sage, hier gehört schon ein Haus mit Grundstück her, unbedingt, damit diese Hunde auch glücklich werden. Doch ansonsten gibt es sehr viele Hunde, meiner Meinung nach, die man auch in Wohnungen halten kann, wenn sie größer sind. Aber gehen wir mal davon aus, Sie haben eine recht kleine Wohnung. Ansonsten aber wären Sie ein perfekter Hundebesitzer, perfekter Hundeführer und suchen eine Alternative zu dieser großen Hunderasse, die es Ihnen besonders angetan hat. Ja? Und jetzt habe ich ein Video hier zusammengestellt mit einigen Beispielen größerer Hunderassen und kleineren Alternativen dazu. Angesprochen fühlen sollen sich Personen, die sich vielleicht noch nicht so daheim fühlen in der Welt der verschiedenen Hunderassen. Denen möchte ich mit diesem Video vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. Doch auch Hundeprofis könnten dieses Video interessant oder amüsant finden, auch wenn sie alle Hunderassen aus dem Stegreif von A bis Z benennen könnten. Ja? Ich gebe hier jetzt mal einige Beispiele. Vielleicht ist ja da etwas für Sie dabei. Ein Alaskan Malamut ist Ihnen über den Weg gelaufen und Sie dachten sich, das ist der schönste Hund der Welt, so etwas hätte ich auch gern. Leider hat dieser Hund in meiner Wohnung keinen Platz. Schade, dass es den nicht kleiner gibt. Ich kann Ihnen hier zwei Alternativen anbieten. Eine etwas kleinere und eine ganz kleine. Die erste Alternative zum Alaskan Malamut wäre selbstverständlich der sibirische Husky, der doch um ein Eck kleiner und leichter als der Alaskan Malamut ist. Doch ist der sibirische Husky immer noch kein kleiner Hund. Ja, also ich denke mir, hätten Sie den Platz für einen sibirischen Husky, hätten Sie den Platz für einen Alaskan Malamut auch. Aber es gibt auch eine ganz kleine Alternative, eine Designerrasse, der sogenannte Pomsky. Das ist eine Mischung aus Spitz und sibirischen Husky. Das sind Hunde, die recht klein sind, aber von der Optik her einem Alaskan Malamut sehr ähneln. Also ich bin mir sicher, wenn Ihnen der Alaskan Malamut als der schönste Hund der Welt gilt, wird Ihnen auch der Pomsky gefallen. Sie eine kleine Wohnung haben, schlagen Sie zu. Eine gute Alternative zum großen Alaskan Malamut. Sie sahen mal ein Video oder eine Doku einer Meutejagd in England, so wie es früher gang und gäbe war. Sie sahen diese Foxhounds und die gefallen Ihnen. Sie finden, der
Foxhound, egal ob der American oder der englische Foxhound, ist ein wunderschöner Hund und so etwas hätten sie gerne kleiner. Aus platztechnischen Gründen. Das muss ich nicht immer dazu sagen. Das gilt jetzt als Grundvoraussetzung, wenn ich die Alternativen nenne. Ja? Hier gibt es einige Alternativen. Ich habe mir 2 herausgesucht. Eine Kategorie unterm Foxhound wäre meiner Meinung nach der Harrier, der kein 1:1 Abbild des Foxhounds ist, ihn aber extrem ähnlich sieht und doch einiges kleiner und leichter ist. Wollen Sie es noch eine Nummer kleiner haben? Ganz klar, der Beagle. Der Beagle ist die Kleinausgabe des Foxhounds, meiner Meinung nach. Ja? Also 2 Alternativen zum Foxhound, der Harrier und der Beagle. Sie sind ein Molosser-Freund. Ihnen haben Molosser schon immer gut gefallen und Sie finden, die Kategorie der Molosser sind die tollsten Hunde der Welt. Ein Fila Brasileiro hat Sie verzückt, ja? Hat Sie derart beeindruckt, dass Sie sagen, diesen Hund hätte ich gerne. Leider ist er zu groß, zu maßig. Ich würde hier etwas Kleineres bevorzugen. Dann empfehle ich Ihnen zwar charaktertechnisch völlig anders, aber das ist bei vielen dieser Beispielen so, aber einen Hund, der optisch in eine ähnliche Richtung hineingeht, aber etwas kleiner, etwas leichter ist. Und zwar ist das der englische Bloodhound. Ist der Bloodhound immer noch zu groß, denn auch der ist kein kleiner Hund, gäbe es noch eine Alternative zum Fila Brasileiro, lachen Sie mich nicht aus, aber das ist meine Alternative und das wäre der Basset. Schauen Sie, die Kopfform, die Fangform, ja, das ist alles ähnlich aufgebaut. Das sind zwar keine Zwillinge eines Filas, charaktertechnisch schon gar nicht und auch in einer völlig anderen Kategorie zu Hause, aber wir reden hier rein nur von der Optik. Und ich denke mir, wenn Ihnen ein Bloodhound gefällt, ein Fila gefällt, dann gefällt Ihnen auch ein Bloodhound oder ein Basset. Das wären meine Alternativen dazu. Samoyedenspitze gelten unter deren Fans als die schönsten Hunde der Welt. Auch wir haben 2 Samoyedenspitz hier in Neudörfel, einen gleich hinter mir, einer guten Bekannten von mir, den Gizmo, ein guter Freund meines Rüden, und einen etwas weiter weg, der einen absoluten Feind meines Rüden darstellt. Ja, also die wollen sich überhaupt nicht. Abgesehen davon sind das wunderschöne Hunde, ja, Schneebälle, rein weiß, schöne Kopfform, herrliches Fell, sehr schöne Hunde. Wenn jemand zu mir sagt, der Samoyedenspitz ist für ihn der schönste Hund der Welt, dann kann ich das verstehen. Doch, der Samoyede ist der größte Spitz der Welt. Das ist kein kleiner Hund. Ja? Wenn Ihnen der Samoyedenspitz zu groß ist, Sie aber gerne einen Hund hätten, der kleiner ist und genauso aussieht, hier können Sie fischen im Meer der Spitze. Ja? Ich empfehle Ihnen den deutschen Großspitz, wenn Sie es noch kleiner haben wollen, den Kleinspitz und wenn Sie es ganz klein haben wollen, den Zwergspitz. Die alle in Weiß sind Abbilder des Samoyedenspitzes. Das war meine Alternative. Und jetzt kommt eine etwas groteske Empfehlung von mir. Ja? Denn hier war es sehr schwer, aber ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich wollte hier etwas, Sie wissen schon, fischen. Der Bernhardiner. Jeder Mensch auf der Welt kennt den Bernhardiner. Viele Leute im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland, kennen die Zeichentrickserie Heidi. Der Großvater war das, glaube ich, hat den Bernhardiner, Sie wissen schon, Barry mit dem Rumpfass und dem Hals, der so viele Menschen rettete. Bernhardiner, der St. Bernhardshund, eine ganz berühmte Hunderasse. Ein schöner Hund, gehört zu den Riesenrassen, mit Sicherheit einer der größten, schwersten Hunderassen der Welt, gibt es in Langstockhaar, in Kurzhaar und so weiter. Ein molossoider, großer, imposanter Hund. Der gefällt Ihnen. Sie haben sich in den Bernhardiner verguckt. Ihre Wohnung ist so klein, dass Sie wissen, niemals könnte ich mir einen Bernhardiner halten. Ich hätte so gerne einen Hund, der aussieht wie ein Bernhardiner, aber viel kleiner ist. Hier ist es extrem schwer, etwas zu finden, das in eine ähnliche Richtung hineingeht. Ja. Einen Zwilling habe ich überhaupt keinen gefunden. Ich habe mich wirklich durchgetankt durch die Hunderassen, doch einen Zwilling zum Bernhardiner in klein fand ich nicht. Ich habe allerdings eine Hunderasse gefunden, die ich schon öfter auf Ausstellungen gesehen habe und die mich jedes Mal beeindruckt hat, ja, welche in eine ähnliche Richtung geht. Und bevor Sie lachen, ja, sehen Sie sich diesen Hund mal genau an. Ich spreche vom Clumber Spaniel. Ja, hat mit dem Bernhardiner absolut nichts zu tun,
Doch, wenn Sie eine kleine Alternative zum Bernhardiner suchen, ja, würde ich den Clumber Spaniel vorschlagen. Schauen Sie, die Schädelform, die Kopfform des Clumber Spaniels geht in eine ähnliche Richtung wie die des Bernhardiners hinein. Die Fellbeschaffenheit weist Ähnlichkeiten auf, auch das Fell, wobei der Clumber Spaniel mehr Weißanteil hat als der Bernhardiner. Im Großen und Ganzen ist auch der Clumber Spaniel ein massiger, substanzvoller Hund mit recht großem, wuchtigen Kopf, nur halt in klein. Also so komisch es auch wirkt meiner Meinung nach, ich dachte mir auch, ich weiß nicht, sollst du das bringen, aber ich denke mir, wenn es eine Alternative in klein zum Bernhardiner gibt, wäre es der Clumber Spaniel. Das wäre meine Empfehlung zum Bernhardiner als Alternative. Jetzt sind wir beim Collie und da war es ganz einfach. Sie sind der Meinung, der Collie ist der schönste Hund der Welt, Ihnen aber etwas zu groß. Sie hätten das gern in kleiner. Kommen Sie über den Sheltie nicht hinweg. Der Sheltie könnte auch heißen Toy Collie oder Mini Collie, Zwerg Collie und niemand würde sich aufregen. Ich kannte einen Sheltie, der den ganzen Tag bellte, also dafür sind sie auch bekannt, dass sie gern mal den Fang öffnen, ja, und laut von sich geben und die können es anständig wie Maschinengewehre. Doch die sind das 1:1 Abbild des Collies. In ganz klein. Also als Alternative, kleine Alternative zum Collie, den Sheltie. Kommen wir zum American Akita, der für mich den schönsten Hund der Welt darstellt, wenn es rein um die Optik geht. Das habe ich schon in einigen Videos gesagt. Ich finde den American Akita unwiderstehlich schön. Das ist ein wunderschöner Hund. Ja, lassen wir das. Gefällt Ihnen auch sehr gut. Auch Sie sind der Meinung, das ist der schönste Hund der Welt, doch er ist Ihnen zu groß, zu schwer. Und der American Akita ist ein massiger, substanzvoller, großer Hund. Ja. Die nächst kleinere Alternative ist der klassische Akita Inu, obwohl er kein 1:1 Abbild zum American Akita ist, doch er sieht ihm verdammt ähnlich. Kleiner, leichter. Ist Ihnen der Akita Inu immer noch zu groß, können wir gehen zum Shikoku Inu. Hier gäbe es viele Alternativen. Ich habe mir allerdings nur 3 herausgesucht. Der Shikoku ist etwas kleiner als der Akita Inu, aber genau dieselbe Familie. Und wollen Sie das Ganze in ganz klein, gibt es nur mehr den Shiba Inu, den ich Ihnen empfehlen kann. Eine Ex-Arbeitskollegin von mir, eine gute Bekannte von mir, hat eine Shiba Inu-Hündin, eine sehr schöne, die Lilly. Ja, tolle Hunde und Abbilder des American Akitas in ganz klein. Das waren die Alternativen zum American Akita. Haben Sie schon mal einen russischen Terrier gesehen? Die Leute, die meinen, das ist der schönste Hund der Welt, mit Sicherheit. Ja? Auch wir hatten hier einen unkastrierten Rüden, ein Riese. Ein guter Freund meines Hundes, beides unkastrierte Rüden, aber da herrschte absoluter Waffenstillstand. Imposante Hunde. Riesengroße, schwarze, imposante Hunde. Tolle Hunde, russischer Terrier. Aber wie gesagt, sehr groß. Mächtig. Ist Ihnen zu groß, aber gefällt Ihnen unheimlich gut. Nächst kleinere Alternative, Riesenschnauzer. Hier ist es allerdings so, kann ich mir einen Riesenschnauzer halten, kann ich mir auch einen russischen Terrier halten. Aber hier gibt es noch 2 Alternativen. Und zwar den Mittelschnauzer, und der ist schon sehr viel kleiner als der russische Terrier. Ja? Ein toller Hund. Und wenn Sie es ganz klein haben wollen, den Zwergschnauzer. Der ist das absolute Zwergabbild des schwarzen russischen Terriers. Meine Empfehlung. Presa Canario, einer der tollsten Molosser-Rassen auf der Welt. Ein Hund, der von der Schulterhöhe her nicht so enorm groß ist. Etwas über 60 cm, wenn es große Rüden sind. Doch der Hund wirkt viel größer, als er wirklich ist. Er hat eine enorme Substanz, ist ein Muskelpaket, einen langen Rücken, eine lange Wirbelsäule. Ein Tophund. Und hier kann es sehr leicht sein, dass, auch obwohl der Presa nicht sehr hoch ist, Ihnen der Hund zu viel Hund ist. Ja? Aber er gefällt Ihnen. Am besten aller Hunderassen. Und Sie hätten das gerne in etwas kleiner. Hier tat ich mir auch schwer mit Alternativen. Ja. Doch, ich denke mir, wenn Sie es nur einen Tick kleiner haben wollen, wären Sie gut aufgehoben beim Cardebu. Das ist ein Hund, der zwar auch nicht sehr klein ist, ja, aber er ist bei weitem nicht so substanzvoll und massig wie der Presa Canario. Das wäre meine Empfehlung als kleinere, leichtere Alternative zum Presa Canario, der Cardebu. Jetzt kommen wir zum Amstaff.
Der Amstaff ist kein sehr großer Hund, doch Amstaffs können unheimlich substanzvolle, kapitale Hunde darstellen. Ja, ich sage mal so um die 50 cm Schulterhöhe, und wenn es wirklich starke Hunde sind, haben die weit über 30 Kilo Gewicht. Das können schon ziemliche Brocken werden. Ja, und wenn Ihnen der Amstaff als schönster Hund der Welt gilt, Sie das Ganze aber etwas kleiner haben wollen, ja, dann gibt es nur eine Alternative. Sie wissen es schon, klar, der Staffordshire Bull Terrier, der ist um einiges kleiner als der American Staffordshire Terrier, stellt aber eigentlich dieselbe Hunde, also denselben Hundetyp dar. Ganz klar. Sicher, wenn man hier wirklich ins Detail geht, findet man Unterschiede, ganz klar, doch auf den ersten Blick sofort erkennbar, dass diese Hunde miteinander verwandt sind. Der Staffordshire Bull Terrier, das kleine Abbild des American Staffordshire Terriers, meine Empfehlung. Jetzt kommen wir zum Dogo Argentino. Auch hier wird es interessant, denn der Dogo Argentino ist ja für mich der Großwildjäger par excellence und gefällt mir unheimlich gut. Das ist ein wunderschöner, athletischer Hund, und da draußen gibt es sicherlich zigtausende Menschen, die sich dasselbe denken wie ich, wenn sie einen Dogo sehen, die aber der Meinung sind, dass der Hund für ihre Wohnung zu groß ist, zu mächtig ist. Ja, das ist auch ein Muskelpaket wie aus Stein gehauen. Groß, ja, manchmal über 70 cm Schulterhöhe. Ja, ein starker, schöner Hund, ein Sportwagen unter den Hunderassen. Eine etwas kleinere Alternative kann ich Ihnen empfehlen, das wäre der American Bulldog vom Scott-Typ, der nicht viel kleiner ist. Er ist kleiner und meistens auch leichter als der Dogo Argentino, aber es ist immer noch ein großer Hund. Mehr als mittelgroß, meiner Meinung nach. Aber er wäre kleiner. Ja. Wenn Ihnen der American Bulldog des Scott-Typs noch immer zu groß und zu mächtig ist, denn auch das sind Raketen, diese Hunde, ja, bringe ich jetzt einen Hund, der als einziger zweimal in diesem Video vorkommt, nämlich wieder den Staffordshire Bull Terrier in Weiß. Den gibt es in Reinweiß, und ein reinweißer Staffordshire Bull Terrier könnte für mich als Alternative zum großen weißen Dogo Argentino gelten. Ja, das ist meine Empfehlung. Und jetzt kommen wir zum Dobermann, und da war es für mich ganz leicht. Auch für mich ist der Dobermann einer der schönsten Hunderassen der Welt, und ich weiß, sehr viele Menschen denken dasselbe. Doch der Dobermann ist ein großer Hund. Oftmals 72, 73 cm Schulterhöhe, das sind keine kleinen Hunde. Und auch recht triebige Hunde, die sind in der Wohnung schnell mal auf, sehen beim Fenster raus, laufen zur Tür, weil sie was gehört haben, enorm aufmerksam, wachsam. Doch hier gibt es super Alternativen. Das sind zwei Zwillinge des Dobermanns, die ich jetzt anbieten werde. In der mittelgroßen Hundeabteilung, ja, würde ich sofort ganz klar den deutschen Pinscher empfehlen. Das ist ein Abbild des Dobermanns in kleiner. Und wenn Ihnen der deutsche Pinscher immer noch zu groß ist, ja, greifen Sie zum Zwergpinscher. Ein Zwergpinscher ist ein Zwergdobermann. Ja. Ein Dobermann ist ein Riesenpinscher. Früher hieß ja der Dobermann auch Dobermann-Pinscher. Offiziell. Also der Pinscher und der Zwergpinscher als kleinere Alternative zum Dobermann. Ganz klar, musste ich nicht lange nachdenken. Der Groenendael. Belgische Groenendael, einer der schönsten belgischen Schäferhunde, elegant, schwarz, herrliches Fell, schöner Hund. Und wenn Sie diesen Hund als schönsten Hund der Welt empfinden, kann ich Sie auch gut verstehen. Hier gibt es in der Kategorie der mittelgroßen Hunde nicht wirklich Alternativen. Ich sah mich um, ich sah einiges, das in die Richtung geht, aber das stellte alles für mich keine wirkliche Alternative zum Groenendael dar. Ich fand allerdings in der Kategorie der kleinen Hunderassen einen Hund, der dem Groenendael sehr stark ähnelt. Ja. Und bleiben wir gleich in Belgien. Wenn Ihnen der Groenendael gefällt, ein Top-Hund für Sie ist, Sie das Ganze gerne in klein haben wollen, ich habe da was für Sie. Nehmen Sie sich den belgischen Schiberke. Das ist ein sehr kleiner Hund, aber ein toller Hund, ein sehr schöner Hund. Und stellen Sie sich einen Schiberke mit 66 cm Schulterhöhe vor, da geht nicht viel von einem Groenendael ab. Das ist meine Empfehlung als Alternative zum Groenendael. Und jetzt kommen wir zu einem Riesen wieder, Mastiff. Sie waren auf einer Hundeausstellung, standen vor einem Mastiff und dachten sich, diesen Hund hätte ich gerne, hätte ich nur nicht so eine kleine Wohnung. Schade, dass es den nicht kleiner gibt. Ja, gibt es.
Es ist dann zwar kein Mastiff, aber es sind Hunde, die in die ähnliche Richtung gehen. Nicht unbedingt 1:1 Abbilder, aber sehr ähnliche Hunderassen. Die nächst kleinere Abteilung, ganz klar, die Hundeprofis wissen schon, was ich jetzt gleich benennen werde, ist der Bullmastiff. Logisch, doch der Bullmastiff ist auch kein kleiner Hund. Das ist auch ein großer Hund, der bewegt sich schon auf die 70 cm zu, auf die 60 Kilo zu. Also das ist auch ein Brocken mit so einem Kopf. Es gibt allerdings noch zwei Alternativen dazu, die ich empfehlen könnte. Wollen Sie seine Nummer kleiner noch als den Bullmastiff, dann schlagen Sie zu auf einen braunen Continental Bulldog. Ich sah schon öfter Continental Bulldogs, super tolle Hunde, ja, würde für mich als Alternative zum Bullmastiff und zum Mastiff gelten. Ja. Kann man gelten lassen, bin ich der Meinung. Und wollen Sie es ganz klein haben, auch hier gibt es eine Alternative, man glaubt es kaum, eine Zwergalternative zum Mastiff, ja, die gibt es. Und zwar den kleinsten Molosser der Welt, und zwar den Mops. Und jetzt lachen Sie mich schon wieder aus. Stellen Sie sich einen Mops mit 90 cm Schulterhöhe und 90 Kilo Gewicht vor. Hier steht er, der Mastiff. Natürlich kein 1:1 Abbild, aber wenn man unter kleinen Hunderassen eine Alternative zu einem Mastiff sucht, kommt man beim Mops nicht vorbei, da werden Sie mir zustimmen. Gut. Sennenhunde. Es gibt 4 Sennenhunderassen, gehen wir von den größten zu den kleinsten runter. Das ist der große Schweizer Sennenhund, dann kommt der Berner Sennenhund, dann kommt der Appenzeller Sennenhund und zum Schluss haben wir den Entlebucher Sennenhund. Und der Berner Sennenhund grenzt sich hier durch sein Fellkleid etwas ab. Also Ihnen gefällt der große Schweizer Sennenhund sehr gut, aber wie schon in seinem Namen vorhanden, große, ist der Hund groß. Über 70 cm Schulterhöhe, schwer, 55 Kilo, manchmal 60 Kilo schwere Rüden. Das sind imposante, substanzvolle, mächtige Hunde. Ja. Er gefällt Ihnen aber von der Optik her. Sie wollen gern diesen Hund in kleiner haben. Dann nehmen Sie sich einen Appenzeller Sennenhund und wenn Sie es noch einen Tick kleiner haben wollen, nehmen Sie sich den Entlebucher Sennenhund. Ganz klar, andere Alternativen gibt es hier nicht. Das sind die Top-Alternativen zum großen Schweizer Sennenhund. Ja, jetzt wird es wieder interessant. Der Rhodesian Ridgeback, auch einer meiner Top-Favoriten. Wunderschöne Hunde, tolle Hunde, da passt alles. Der geht immer, der Hund, ja, der gefällt Ihnen. Doch auch der Rhodesian Ridgeback ist groß. Also ein Ex-Arbeitskollege von mir hatte einen Rhodesian Ridgeback Rüden in der Familie mit einer Schulterhöhe von 76 cm. Das ist zwar außerhalb des Standards, doch manchmal erreichen Rhodesian Ridgebacks diese Größe. Top-Hunde. Natürlich kann dieser Hund für eine kleinere Wohnung schon etwas zu groß sein, wenn wir uns ehrlich sind. Ihnen gefällt der Rhodesian Ridgeback und Sie hätten sowas gern in kleiner. Ich kann Ihnen 2 Alternativen anbieten. Sehen Sie sich mal eine rote Tiroler Bracke an. Ich sah 2-mal Tiroler Bracken in live, die sind recht selten. Ja. Oftmals nur in Jägershand, wo sie auch hingehören, doch auch wenn Sie kein Jäger sind und Händchen für Hunde haben, können Sie eine Tiroler Bracke gut und artgerecht halten. Gar keine Frage. Sehen Sie sich eine Tiroler Bracke in Rot an. Die 2-mal, wo ich Tiroler Bracken sah, fiel mir sofort die Ähnlichkeit zum Rhodesian Ridgeback auf. Selbstverständlich fehlt Ihnen der Ridge am Rücken, den haben Tiroler Bracken nicht, aber sie sind ein absolut ähnlicher Hundetyp. Doch es gibt auch eine ganz kleine Alternative zum Ridgeback und in diesem Video wäre ich höchstwahrscheinlich oft ausgelacht. Doch ich finde, das ist so. Nehmen Sie sich einen rotbraunen Kurzhaardackel. Sehen Sie sich einen rotbraunen Kurzhaardackel an und sehen Sie sich einen schönen rotbraunen Ridgeback an. Ich finde, dass der Kurzhaardackel in rotbraun ja als ganz kleine Alternative zum Rhodesian Ridgeback durchgehen würde. Ja, das ist meine Alternative. Greyhound. Vielleicht haben Sie schon mal einen Greyhound im entspannten Modus neben seinem Besitzer oder seiner Besitzerin dahergehen sehen, wie elegant diese Hunde sind. Ja. Das sind die schnellsten Hunde der Welt und genauso schnell, wie sie sein können, so grazil und langsam und elegant können die sich auch bewegen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, das sind für mich die tollsten Hunde der Welt, die gefallen mir so gut. Hier scheiden sich oftmals die Geister. Manche sagen, Windhunde gehen gar nicht, ihnen gefällt der schmale Kopf, der lange nicht und so weiter. Andere wieder sagen, na, das sind die tollsten Hunde. Ich gehöre zu der Abteilung, die sagt, ja, das sind sehr elegante Hunde, beeindruckende Hunde. Mir gefallen sie sehr gut. Ich war mal auf einem Hunderennplatz und da in so einer Koppel, da waren 8, 9 Greyhounds drin, imposante Erscheinung. Das sind sehr große Hunde. Ein Greyhound mit 75, 76 cm Schulterhöhe wirkt noch viel größer, weil er so schlank ist.
Ja, also der wiegt noch höher, also das sind keine kleinen Hunde. Und schnell kann Ihnen als Windhundliebhaber ein Greyhound als zu groß wirken für eine Wohnung. Ja, ist er auch meistens, wenn die Wohnung zu klein ist. Doch hier gibt es Top-Alternativen zum Greyhound. Und zwar möchte ich hier zuerst mal den Whippet benennen. Der ist für mich eine 1:1 Ausgabe des Greyhounds in mittelgroß. Auch ein toller Hund, gehört auch zu den schnellsten Hunden der Welt. Und wenn Sie es noch kleiner haben wollen, auch hier gibt es eine Alternative, und zwar das italienische Windspiel. Das sind die zwei Alternativen zum tollen Greyhound. Jetzt kommen wir zur vorletzten Hunderasse, dann sind Sie erlöst. Zum Airedale Terrier, zum König der Terrier. König der Terrier deswegen, nicht weil er der größte ist der schwarze russische Terrier, doch ist der Airedale Terrier ein echter Terrier. Während der schwarze russische Terrier für mich kein echter Terrier ist. Da hat zwar der Airedale Terrier mitgespielt, aber auch andere Hunderassen, Rottweiler, Riesenschnauzer und so weiter. Der Airedale Terrier wird auch König der Terrier genannt. Ein Top-Gebrauchshund. Ich arbeitete recht häufig mit Airedale Terrier, Wahnsinnshunde. Und es gibt sehr viele Leute, denen diese Optik, also diese oft typische Terrier-Optik, unheimlich gut gefällt. Die sagen, das ist für mich die perfekte Optik eines Hundes. Ja. Doch der Airedale Terrier ist nicht klein. Auch der bekommt an die 65 cm Schulterhöhe. Im Schnitt ist kein kleiner Hund. Doch es gibt hier sehr gute Alternativen zum Airedale Terrier. Ihnen gefällt der Airedale Terrier so gut, dass Sie ihn gerne in klein haben wollen, dann suchen Sie nach einem Welsh Terrier oder besorgen Sie sich den noch etwas kleineren Lakeland Terrier. Beide Abbilder des Königs der Terrier. Und jetzt kommen wir zu seiner Majestät, zum Schäferhund. Schäferhund, es gibt viele Schäferhunde, ich rede vom deutschen Schäferhund, aber wir gehen zur größten Ausgabe des deutschen Schäferhundes und ich sage mal den osteuropäischen Schäferhund. Ich habe leider live noch nie einen gesehen. Leider. Ich habe mir unendlich viele Videos von diesen Hunden angesehen und habe alles gelesen, was es zu lesen gibt. Ja. Der osteuropäische Schäferhund ist ein wunderschöner Hund. Verzeihen Sie mir jetzt, liebe deutsche Schäferhunde-Fraktion, wenn ich das sage, aber der größte der deutschen Schäferhunde, denn das ist für mich nichts anderes als ein riesiger Molosser-Typ, ähnlicher deutscher Schäferhund. Ja. Es gibt auch hier kleinere Linien, aber ich sah der russische, also osteuropäische Schäferhund, die Schäferhunde, die in Russland gezüchtet werden, das sind wirklich Riesenhunde. Die gehen an die 80 cm Schulterhöhe, also 76, 77 cm Schulterhöhe. Das sind keine kleinen Hunde. Sie haben vielleicht diese Videos auch gesehen und dachten sich, boah, das ist ein toller Hund. Ja. Schade, dass es den nicht kleiner gibt, aber selbstverständlich wissen Sie ja, dass es den kleiner gibt. Ne? Also wenn Sie da schon so im Netz herumrecherchieren, dass Sie sich auf den osteuropäischen Schäferhund einschießen, dann wissen Sie auch, dass der deutsche Schäferhund existiert, aber wer weiß das nicht. Ja? Also die nächstkleinere Alternative ist der deutsche Schäferhund, doch auch der ist nicht klein. Also kapitale deutsche Schäferhunde sind schon große Hunde, beeindruckende Hunde, ja? Tolle Hunde, braucht man nicht drüber reden. Einer der tollsten Hunde überhaupt. Doch das gibt es auch kleiner. Hier spielen zwar völlig andere Farben dann mit, aber wir bleiben beim absolut selben Typ, meiner Meinung nach. Ist Ihnen der deutsche Schäferhund immer noch zu groß im Vergleich zum osteuropäischen Schäferhund, kann ich Ihnen den Cattle Dog empfehlen. Ein Wahnsinnshund. Auch, den mag ich unheimlich gern. Ich traf erst vor kurzem eine einjährige Hündin, die spielte sich mit meinem Rüden. Top-Hund. Cattle Dog, völlig andere Farbe, klar, völlig anderes Wesen, so wie bei den meisten Empfehlungen, doch derselbe Typ Hund. Davon bin ich überzeugt. Gefällt Ihnen ein deutscher Schäferhund, gefällt Ihnen ein osteuropäischer Schäferhund, gefällt Ihnen höchstwahrscheinlich ein Cattle Dog auch. Wollen Sie es ganz klein haben, dann machen Sie es so, wie es Queen Elizabeth gemacht hat und legen Sie sich einen Welsh Corgi zu. Das sind allein von der Schädelform her schon absolut so deutsche Schäferhund-Typen. Ja. Also das sind Cattle Dog und Welsh Corgi keine 1:1 Abbilder zum deutschen Schäferhund und zum osteuropäischen, aber absolut in derselben Familie zu Hause. Das werden Sie mir zugestehen. So, liebe Zuseher, das waren jetzt einmal einige Beispiele. Ich habe mich bemüht, hier zu den größeren und großen Hunderassen immer eine akzeptable Alternative herauszufinden beim Bernhardiner und dem Camber Spaniel. Also das war wirklich schwer. Doch ich denke, das geht sich gerade noch aus. Ja? Also da müssen auch Sie vielleicht ein Auge zudrücken
Oder Sie begeben sich auf die Suche auf eine bessere Alternative. Aber dafür ist ja dieses Video auch da, um auch Ihre Fantasie anzuregen. Denn es kann ja auch selbstverständlich hier jetzt der Hund, der Ihnen gefällt, nicht dabei gewesen sein. Ich meine, wir haben weit über 400 offiziell anerkannte Hunderassen. Also es ist Wochenende. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen jetzt auch Wochenende ist, wenn Sie sich das Video ansehen. Aber machen Sie sich dran, recherchieren Sie ein wenig im Netz herum und suchen Sie nach einer Alternative zu dem großen Hund, der Ihnen gefällt. Bin mir sicher, Sie werden da fündig. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.